Ihr lieben Jungfrauen, wir schauen heute in eine Legung für den neuen Monat für das Kollektiv der Jungfrauen. Was darf ich euch mitgeben? Was ist wichtig zu wissen? So, wir haben hier, ja, ihr habt hier irgendwie so ein Ereignis, das fühlt sich wie neugeboren an. Da erwacht etwas, da ist Hoffnung, da kommt wieder Licht. Das ist eine Transformation in eine neue Phase. Und ihr habt mit der Gardenie hier, dass ihr klug mit Wissen und Strategie vorgeht. Möglicherweise ist hier auch irgendetwas in Planung, das euch jetzt neu ermöglicht wird. Und hier hat sich noch die Duftwicke rausgedreht. Da geht es ein bisschen um Schattenthemen, es geht um Geheimnisse, um Rätsel und es geht um das Mysterium. Hier kann auch sein, dass ihr einen neuen Plan entwickelt, wo ihr so ein bisschen nachforscht, ne? Wie kann es jetzt gehen? Irgendwas läuft vielleicht nicht so gut wie bisher. Irgendetwas sollte vielleicht auch losgelassen werden. Hier kündigen sich auf jeden Fall bessere Zeiten an. Es kommt Hoffnung hinterm Horizont und an sich ist es so, dass sich die Dinge besser zeigen wollen, auch in der Liebe oder in den Partnerschaften. Es ist hier wichtig, dass ihr eure Gabe nutzt, euer Wissen einbringt, dass ihr strategisch vorgeht, dass ihr ein bisschen hinter die Fassade auch guckt von dem, was sich zeigt, um eure Pläne zu verfeinern auch. Es geht um eure langfristige Dinge, um eure Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Ich muss ein bisschen rüber, Platz reicht mir hier irgendwie nicht richtig. So, es geht sehr viel um ein berufliches Konstrukt. Hier habt ihr ja Anfang, Wiedergeburt von etwas. Ihr schaut hier direkt auch rein auf Neubeginne, die euch neue Räume öffnen. Und es ist so, dass ihr an Weggabelungen kommt, Entscheidungen trifft. Die können hier beruflicher Natur sein, aber es ist hier auch verbunden mit Möglichkeiten, die langfristig etwas mitbringen, das auch einen Erfolg darstellt. Der eine oder andere hat vielleicht ja auch Entscheidungen in der Liebe zu treffen oder möchte seine Partnerschaft wieder mehr beleben mit guten Momenten, mit leidenschaftlichen Momenten. Es kann ja auch sein, dass irgendetwas, wo ihr euch getrennt von etwas fühlt oder von Partnern aus der Vergangenheit, wo ihr schon sehr lange Zeit mit rummacht oder Trennungen verarbeitet, dass ihr da gut drüber kommt. Ich habe die Finanzen hier mit dabei, das kann die Selbstständigen betreffen, das kann Geld von Ämtern oder Behörden sein, das, mit dem ihr es hier zu tun kriegt, vielleicht auch finanzielle Verbindlichkeiten. Und es geht hier sehr viel um emotionale Erfüllung, ne? Dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch sicher fühlt, dass ihr einfach das Gefühl habt, die Dinge sind geregelt. Ich sehe bei einigen aus dem Thema Beruf, Berufung, Stress oder Unruhe mitkommen. Auch hier kann sein, dass man einen anderen Weg sucht, langfristig etwas verändert. Es geht hier nicht nur um Beruf, Arbeit, sondern es geht schon auch um das, was habt ihr mit auf die Welt gebracht für Gaben und Talente. Hier sind so Sachen, da verarbeitet man Verluste. Es kann auch sein, man fühlt sich in Partnerschaften alleingelassen. Etwas darbt vor sich hin. Man füllt etwas neu auf. Man spürt irgendwie, dass man emotional nicht so richtig aufgefüllt ist oder unsicher auch irgendwie ist. Klar, wenn etwas Neues beginnt oder eine neue Lebensphase oder man sucht noch nach dem Plan, dem Wissen,
dann ist man hier schon aufgefordert, auch zu gucken, wo bin ich selbst im Mangel, wo kann ich etwas auffüllen, dass es mir besser dient. Ihr habt hier die Sonne hinter eurem Rücken, ne? Hier sind gute Energien, der Sommer wird angezeigt, die warmen Tage. Die Neubeginne, die hier liegen, die stehen unter einem guten Stern. Sachen, die ihr mit Kindern habt, können sich klären. Auch gute Möglichkeiten an sich für neue Verbindungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, man tankt wieder auf, man stopft irgendwelche Löcher, die leer waren, man arbeitet sich durch, man erkämpft sich auch irgendwo was, man hat auch die Energie dafür. Und es ist so eine Zeit, wo Veränderungen, die sehr blockiert waren oder nicht vorangegangen sind, die innerhalb der Familien Schwierigkeiten gemacht haben, vielleicht am häuslichen Bereich oder auch an den Finanzen, dass ihr das schön transformiert kriegt. Ne? Ist auch an sich eine Transformation, die einen Energiewechsel mitbringt. Man sieht, dass hier irgendein Kampf beendet ist, den ihr auch mit der Vergangenheit habt. Es können sehr viele Elternthemen hier sein. Es kann bei einigen sein, dass sie in der Liebe Konkurrenz haben, zwischen zwei Stühlen stehen, die Vergangenheit noch nicht richtig losgelassen haben, dass sich irgendwas nicht machbar anfühlt. Aber das wird sich hier erledigen. Hier ist wirklich eine Zeit der großen Wiedergeburt von euch. Mit einer frischen Energie, auch mit Geben und Nehmen im Einklang. Es kann hier sehr viel auch um vertragliche Dinge gehen, im häuslichen Bereich oder an sich mit dem Thema finanzielle Entwicklung. Ich habe, dass ihr plötzlich Klarheit kriegt bei den Dingen, wo ihr gezweifelt habt oder wo ihr nicht richtig wusstet. Wir haben ja hier das Mysterium, das Geheimnis, das Unausgesprochene, das, was sich noch nicht zeigt. Und das sieht man hier eigentlich sehr schön, das Lösen eines Rätsels, das an diese Antwort ihr lange nicht gekommen seid. Da guckt ihr direkt auch rein. Einige haben vielleicht auch noch so Sachen, wo man in partnerschaftlichen Bereichen irgendwelche Geld- oder Finanzsachen austrägt. Es geht hier um verbindliches Geld. Es kann ja auch wirklich das Geld der Selbstständigen sein oder man kriegt ja einen Auftrag, der stabil Geld reinbringt. Oder man holt sich irgendwo auch eine Beratung im Bereich finanzielle Angelegenheiten. Auch das kann hier sein. Ja, es mag sich ein bisschen unsicher anfühlen, in eine neue Lebensphase zu gehen oder Veränderungen anzustreben, die lange nicht möglich waren oder wo ihr auch, ich sage mal, nicht so richtig bereit wart. Man hat einen Mangel, man zweifelt drum, aber man findet die Lösung nicht. Und das ist eine Zeit, wo ihr tatsächlich durch kleinere Kurskorrekturen und durch Begleitung von oben Wege findet, euch auch emotional irgendwie wieder wohler zu fühlen, angekommen zu sein. Was ich auch habe, ist bei euch, die Intuition ist sehr hoch. Ihr habt vielleicht so hellsichtige Momente, Eingebungen, die das hervorbringen, was ihr euch so vorstellt. Es kann jetzt hier sein, dass irgendetwas gespalten ist oder sich zerbricht oder eben zerbrochen ist und irgendwo versucht man aus diesem Riss wieder etwas Ganzes zu gestalten. Und ihr habt unten den Erleuchteten, da geht es sehr viel um euer Bewusstsein, eure Sachen, wo ihr Aha-Momente habt, wo ihr versteht, warum was so funktioniert oder so war. Ihr seid ja auch sehr angebunden. Ne? Ich sehe euch so in dieser Haltung, wo man einfach weiß, das kann ich ändern, das kann ich nicht ändern. Wo ist der Weg, diesen Riss zu cutten? Möglicherweise fühlt ihr euch auch so, dass ihr zwiegespaltet seid. Ne? Einsteils will man so, einsteils will man so. Wie setzt man es um? Aber die Lösungen, die ihr sucht, an die kommt ihr hier definitiv dran. Ihr lieben Jungfrauen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.